Also mein Name ist Sophia, ich bin 24 Jahre alt und habe letztes Jahr im Januar mit dem berufsbegleitenden Masterstudium an der SAIBI begonnen. Ich mache den Digital Leadership Studiengang, weil mich diese IT-Themen und gerade diese Digitalisierung schon immer total fasziniert haben und ich das unbedingt in meinem Studium drin haben wollte. Im Rahmen von meinem berufsbegleitenden Masterstudium an der SAIBI bin ich dabei bei Festool, das interne Kosten-Stellen-Reporting zu optimieren. Da geht es vor allem darum, eben die Benutzerfreundlichkeit, die Transparenz und die Effizienz vom Reporting zu erhöhen. Das mache ich so, indem ich quasi die Anforderungen von den Nutzer aktuell abfrage, dann da bestimmte Kriterien ableite. Dann suche ich nach der perfekten Reporting-Lösung, die für unser Unternehmen passt. Genau, und führe das dann natürlich mit dem entsprechenden Konzept bei uns in der Praxis ein. Ich hatte schon im Bachelor die Praxis mit dabei, das heißt, das habe ich damals schon dual gemacht und ich fand die Praxis auch immer super, dass man nicht nur quasi die Theorie gelernt hat, sondern das gleich auch anwenden konnte. Deswegen wollte ich den Praxisbezug auf keinen Fall verlieren, deswegen kam nur ein berufsbegleitendes Masterstudium für mich in Frage. Genau, dann vor allem an der SAIBI, wenn man da eben direkt dieses Projekt hat, wo man dann auch echten Impact im Unternehmen generieren kann und auch die eigenen Kompetenzen verbessern kann. Das zeichnet hier die SAIBI auch aus und deswegen wird es ein berufsbegleitender Master an der SAIBI. Zum einen das Projekt hat mich an der SAIBI überzeugt, dass man da quasi nicht nur Hausarbeiten schreibt, sondern auch wirklich einen Impact schaffen kann, auch wirklich für die Praxis was Relevantes erzeugen kann. Denn neben dem Projekt, das man ja durch das Studium begleitet, wird man da auch ganz gezielt persönlich weiterentwickelt, eben durch das Kompetenzmodell, das sich auch durch das ganze Studium streckt. Das heißt, man wird nicht nur theoretisch und praxistechnisch fit gemacht, sondern auch nochmal in der Persönlichkeitsentwicklung gestärkt. Also das Studium hilft mir in vielen kleinen Punkten weiter im Arbeitsalltag. Also wenn ich schon den ersten Ansatz habe, wie ich an Problemstellungen rangehen kann, da hilft es mir auf jeden Fall sehr. Dann natürlich auch ein besseres Verständnis von den Themen in der Praxis, dass man in der Praxis nicht nur sieht, wie die Themen sich so auswirken, sondern auch gleich den theoretischen Hintergrund vom Studium mitbekommt. Da hilft mir das Studium auf jeden Fall sehr. Also da fällt mir jetzt nicht die eine Situation ein, vielmehr sind es viele kleine, wo das dann rauskommt. Also gerade irgendwie eine Problemstellung, wo man vielleicht sofort weiß, wie man da rangehen kann, eben durch das Studium. Oder ein Konzept, eine Theorie, die man mal aufschnappt, wo man sofort weiß, was dahinter steckt. Genau, oder viele kleine Impulse, die man so geben kann, die auch aus dem Studium natürlich kommen. Aber mir fällt, Sophia, tatsächlich eine Situation ein, die ist noch gar nicht so lange her. Erinnerst du dich noch an das Jahresgespräch? Da sind wir ja durch das Thema Kompetenzmodell auch durchgegangen und haben versucht, für dich entsprechende Handlungsfelder zu definieren. Ich fand es prima, was du dir selber für Methodiken letztendlich überlegt hast, wie du das für dich greifbar machen kannst. Und da habe ich ganz klar den Impuls auch von deinem Studium erkannt. Im operativen Tagesgeschäft ist Sophia für unseren Stammdatenanlageprozess zuständig. Sie ist hier für alle oder für sämtliche Finance- und Controlling-Objekte zuständig. Sie hat hier zum Beispiel beim Thema Kostenstellen ein prima Workflow eingeführt. Dann befinden wir uns momentan ja in einem Transformationsprojekt und das ist eigentlich mitunter auch unsere tägliche Arbeit. Und Sophia hat hierbei die Rolle der Scrum Masterin. Das heißt, sie orchestriert, koordiniert uns als Projektteam, versucht uns hier die neue agile Projektmethodik nahezubringen und ist ganz stark bei dem Thema Priorisierung und Fokus halten im Projekt. Das ganze Thema Schulungen. Wir nennen das Training Journeys. Das heißt, sie arbeitet momentan hier ein Konzept aus. Wir haben schon einige Schulungen durchgeführt und das liegt wirklich in Sophias Hände. Das heißt, sie führt selber Trainings durch, ist bei der Vor- und bei der Nachbereitung eingebunden und entwickelt auch diverse Q&A-Module für den Nachgang.
Also definitiv das Thema Eigenständigkeit, Selbstständigkeit. Sophia hat ein super Selbstmanagement und Zeitmanagement, hat 0,0 Probleme mit dem Thema Priorisieren ihrer Tätigkeiten. Also das sehe ich ganz stark. Aber natürlich auch ihre Neugier und ihre Experimentierfreude. Sie bringt hier, glaube ich, tolle Impulse aus dem Studium mit direkt in die Praxis. Sie ist sehr prozess- und methodenaffin und das ist halt perfekt letztendlich für das Umfeld, in dem sich Sophia momentan befindet. Und ich glaube, das ist ein Win-Win auf beiden Seiten. Ich schätze dieses Studienmodell der SAIB total, weil es eine prima Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ermöglicht. Das heißt, Sophia kann eigentlich direkt die Theorieinhalte bei uns einbringen. Ich schätze auch sehr die Flexibilität des Studienmodells. Das heißt, die SAIB reagiert da auch mal auf diverse Anfragen, wenn es mal darum geht, dass Sophia wegen einer gewissen Projektphase vielleicht mal die ein oder andere Vorlesung verschieben muss. Total wertschätzend. Nichtsdestotrotz sehe ich schon auch die Herausforderung des berufsbegleitenden Studiums, muss aber sagen, Sophia meistert es perfekt. Es ist wirklich wichtig, hier ein gutes Zeit- und Selbstmanagement zu haben. Natürlich muss auch die Eigenmotivation stimmen und ich denke, dann ist das ganze Thema auch von Erfolg gekrönt. Simone. Simone? Sophia.